Alrighty dann, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Shakes and Fidget mit mir und Basti. Und wir wollen uns heute den neuen Dungeon angucken. Ich glaube, auf Deutsch heißt es Drachenort oder so. Im Englisch hat es einen anderen Namen, nämlich Winged Creatures. Weiß nicht, ob das jetzt auch wirklich dann so heißt, der Dungeon. Gucken wir gleich nochmal rein. Aber was interessant ist, auf W59 habe ich das jetzt gesehen. Der fängt ja im Prinzip noch vor dem Horrorhaus-Dungeon an. Dementsprechend ist er auch hier als Nummer 13 angelegt worden. Zwischen der Hölle und dem 15. Stock sozusagen. Und vom Level her, ja, wir sehen es, schließt er mit Level 240 ab. Und der neue Dungeon beginnt mit 240. Ich weiß nicht, der neue Dungeon schließt, glaube ich, ab mit 260. Kann das sein? Sodass wir vielleicht davon ausgehen können, dass wenn noch ein neuer Dungeon kommt, der hier reingesetzt werden soll, dass der vielleicht auch mit 260 anfängt. Maybe. Aber, ja, ist nur eine Vermutung. Im Prinzip hat man ja natürlich die Hoffnung, dass es auch noch Dungeons sind, die halt für den Endgame-Content gemacht sind. Die beiden Dungeons, die wir jetzt sehen oder gesehen haben bisher, sind es eben noch nicht. Was nicht heißt, dass es nicht schön ist, dass sie da sind. Weil im Prinzip geben sie natürlich vor W60 nochmal einen sehr interessanten Part ab, denn das ist ja alles auch Erfahrungspunkte, die man in dem Dungeon bekommen kann. Das heißt, für W60 könnte man dann in Bezug auf Level 400 Rekorde oder sowas natürlich auch einen Versuch starten, ne? Weil die Dungeons sind ja dann im Prinzip neu. Auf W59 sind sie ein bisschen zu spät schon angesetzt worden. Man hätte sie eher freischalten können, eher nutzen können. Aber ja, auf W60 sind die beiden Dungeons zumindest dabei und wahrscheinlich auch noch, also maybe, wir haben noch 3 Freitage, vielleicht werden alle Dungeons eingeführt, bevor W60 startet. Na, Hellewetter kommt ja auch jetzt Mitte November, ich glaube nicht, dass W60 Mitte November startet. Davon, dass man ausgehen kann, dass er aber dieses Jahr startet, ist ja klar. Also meine Vermutung ist, wir sehen den Server dann, wenn die Dungeons da sind und der Hellewetter vorbei ist. Ist jetzt so meine Vermutung. Ich habe jetzt mich nicht informiert. Vielleicht gibt es auch schon andere Infos, die mir sagen, Leute, oder Basti, du erzählst Quatsch. Aber wenn ihr das wisst, dann schreibt mir das. Aber ich finde die Überlegung an sich sehr interessant. Wir gucken auf unser Main Dungeon natürlich rein. Ja, im Light Dungeon, Dragon's Horde. Ah ja, okay. Ja, klingt auf Englisch wieder viel besser. Ja, und wir wollen jetzt mal gucken, was das denn für Figuren sind. Im Horrorhaus haben wir ja fast alle Figuren gekannt. Ich habe mich übrigens immer noch nicht informiert, was das, wer die beiden Zwillingsdamen sind. Aber schauen wir mal hier. Der Not So Snappy Dragon. A Memorial to the Consequence of Poor Dental Care. Mit diesem Hinweis, also rein vom Bild her schwierig, aber mit dem Hinweis denken wir an den Film Drachenzähm leicht gemacht. Also ich zumindest. Es ist halt ja ohne Zahn, ne, der Name. Also im Prinzip lässt sich das damit wahrscheinlich am besten herleiten. Ich muss aber erstmal mein Inventory clearen. Ja, wollen wir natürlich gleich mal machen hier, die Klugsteine verkaufen. Ziehe mir die Steine ja tatsächlich im Moment nur, um Gold zu farmen. Ja. Und so, da ist er. Der Not So Snappy Dragon. Also die Fights, die werden mich jetzt hier nicht... Wird? Clear House of Horrors in Shadow World. Okay. Also ist auch nice, dass ich das Achievement jetzt kriege, obwohl ich das vor ein paar Tagen gemacht habe. Aber das war seither der nächste Dungeon, den ich probiert habe. Also, ja, 14 Millionen XP. Ja, da lacht jetzt der Assassine mit dem... Also hier ist es jetzt nicht wirklich relevant. Und ich weiß nicht, diese Vorschau. Nachdem ich den besiegt habe, ja, den Dungeon, dass dann immer noch der alte hier drin steht mit diesem Text, mit diesem Standardtext. Damit kann ich mich auch noch nicht ganz so anfreunden, muss ich sagen. Hier haben wir natürlich Probably the Last of the Sky and Golden Dragon with Fury-Eyed Glance. Ja, rein vom Bild her hätte ich jetzt, ja, weiße Drachen mit einem eiskalten Blick von Yu-Gi-Oh! Gedacht, aber der beste Hinweis für Yu-Gi-Oh! Ist natürlich, oder sind die Sterne auf der Karte. Also das ist eine Anlehnung an Yu-Gi-Oh! Eine Serie, die ich sehr gefeiert habe. Ich habe auch Yu-Gi-Oh! Duel Links gespielt, im Stream sogar vor einiger Zeit. Also Jahren eher, habe auch Videos auf YouTube dazu gemacht damals. Ist leider auch sehr Pay-to-Win-lastig und ich finde, die Duelle dauern entweder immer zu lange
oder oder die Gegner haben immer disconnected, hat mich geärgert, deshalb spiele ich es nicht mehr. Vielleicht irgendwann mal wieder. Aber Yu-Gi-Oh! An sich habe ich sehr, sehr gefeiert. Auch GX fand ich nicht schlecht, wobei ich mich da natürlich nicht so gut auskenne, dass ich nur einmal geguckt habe. Ja. So, ja. Ich glaube, das ist aber der eiskalte Drachen, der weiße Drachen mit eiskaltem Blick, weil der nämlich auch die Augen hat an dieser Stelle. Die Nummer 4 ist Seductive Mother of Drunkies. Also da muss ich sagen, erkennt man das schon am Bild ganz gut, wenn man Schreck gesehen hat natürlich, dass das aus Schreck der Drachen ist, der sich in den Esel verliebt, glaube ich. Und dadurch, ich glaube, Schreck 3 ist das. Will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber der Drache verliebt sich, glaube ich, in den Esel und hilft dann damit den Helden des Films quasi auch noch. Also ich glaube, das ist der 3. Teil. Aber ich finde, rein optisch kommt dem, also ja, ist mir das halt sehr, sehr klar. So, und dieses Undead Saurian Fossil, dort habe ich mich informieren müssen oder mal nachgefragt, weil ich kannte es nicht, aber es liegt auch daran, dass ich WoW nicht wirklich gespielt habe und anscheinend ist dieser Drache eine Referenz aus World of Warcraft. Deshalb, da muss ich sagen, hätte ich den nicht gewusst. Ich habe World of Warcraft mal diese Gratis-Version oder 14 Tage gratis gespielt. Da konnte man irgendwie einen Helden bis zu einem gewissen Level hochmachen. Da habe ich irgendwie einen Schurken, glaube ich, gespielt. Ich fand es eigentlich auch ganz geil, habe es aber nicht weitergespielt, weil das Geilste wirklich ist, das war noch vor der Zeit von Shakes and Fidget und ich habe gesagt, ich gebe für Online-Spiele kein Geld aus. Deshalb habe ich WoW nicht gespielt. Jetzt, nachdem ich Shakes and Fidget gespielt habe, ist diese Aussage natürlich ab absurdum geführt worden von mir selber, also das ist tatsächlich mal wirklich sehr witzig. Muss ich immer wieder dran denken, wie ich das gesagt habe, dass ich für Online-Games kein Geld ausgeben möchte und dann spiele ich Shakes and Fidget Cover. Also mit der Geschichte ist schon krass. Und der nächste Dungeon, das ist natürlich, also ich würde sagen, das ist mein Favorit, ja. Weil, also optisch, gut, mit diesen verrückten Augen, ja. Der Name, und halt, dass es der einzige ist, der, glaube ich, ein Epic gibt, außer der letzte noch. Es ist irgendwie richtig geil eingeführt. Shenlong von Dragon Ball. Also mit Dragon Ball bin ich komplett groß geworden. Zumindest ab der Schulzeit dann. Auf RTL 2 habe ich dann immer, glaube ich, Dragon Ball geguckt. Fand das sehr krass. Also bis hin DBZ komplett. Habe auch damals GT geschaut. Hatte nicht so die Ahnung, also ich habe damals auch, als so Dragon Ball Z angefangen hat, weiß ich auch noch, wie ich immer in Buch und Kunst gegangen bin und mir dort diese Dragon Ball Mangas durchgelesen habe, noch bevor ich eben die Folgen im Fernsehen geguckt habe. Und da hatte ich damals noch gesehen den Fight halt von Raditz, Goku Piccolo und auch die Saiyajins um Nappa, als dort Tenshin Han seinen Arm verloren hat und solche Sachen. Also die das auch geguckt haben in ihrer Kindheit, die wissen, warum das so ein Hype ist. Das ist richtig geil, gibt ein richtig schönes Gefühl, Nostalgie und es passt einfach super. Also es ist wirklich, ein Dragon Ball Z dann hätte ich auch gefeiert natürlich, aber es war halt eine schöne Überraschung, dass wir hier mittendrin, also ich hätte nicht gedacht, dass wir halt Shenlong sehen. Klar, Drachen oder geflügelte Kreaturen, ja, okay, aber dass ich da an Shenlong, ist klar, hätte ich nicht zwingenderweise gedacht. Ich wünsche mir weitere Wünsche. Nein, die wollten natürlich immer Unsterblichkeit, die Bösewichter, ne? Oh, Schuh bekommen, der ist natürlich jetzt nicht so stark mit 438. Egal, danke dir, Shenlong, dass du mir diesen Wunsch erfüllt hast. Ja, Nummer 6 muss ich auch ganz ehrlich gestehen, ich habe als erstes irgendwie an Pokémon gedacht, aber es gibt natürlich trotzdem auch viele Möglichkeiten. Also es gibt ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass Tabaluga ist, ne? Aber so, es gibt ja mega viele Baby Dragon und wenn ich schon den Namen erwähne, Baby Dragon, gibt's den auch in Clash Royale und den gab's natürlich auch in Yu-Gi-Oh! Ich finde jetzt, dass es rein optisch, hätte ich jetzt nicht unmittelbar, aber doch, der ist doch auch grün, oder? Der Baby Dragon bei Yu-Gi-Oh! Von Joey. Der wird ja dann über den Zauberer der Zeit zu einem alten Drachen, der sieht dann natürlich anders aus. Ja doch, wäre wahrscheinlich mein Favorit. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet, von der Idee, ob das sein kann. Aber es würde halt auf jeden Fall auch passen. Es gibt sehr viele Baby Dragons.
Ja, der New Year's Dragon, das ist natürlich eine Anlehnung an die Kultur, würde ich jetzt mal sagen, an die chinesische Kultur. Es könnte natürlich auch ein bisschen ja, der hieß aber auch anders, das ist er nicht, aber so optisch, sag ich mal, ein bisschen könnte es auch sein, dieses Fliegeviech von Fantastische Tierwesen 2, den der dann jagt und sammelt, der Held, und den am Ende auch noch einsetzt. Aber nein, ich denke, hier geht es wirklich um die chinesische Kultur an der Stelle. Machen wir mal weg hier. Luck is on his side, ja. Glückskekse. Es ist, ja, nee. Also Fantastische Tierwesen, bei aller Liebe, ist es dann nicht. So, The Pet Out of Control. Pet Dex Entry 006. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist wieder so eine Sache, wo ich erst durch den Hinweis richtig drauf gekommen bin. Weil klar, wenn man es so weiß und vor Augen hat, schreit ein Glurak förmlich an. Aber wenn man jetzt nur das Bild sieht, mit, ich sag mal, diesem Bild, also mit diesen, dass der dort ein Knochen ist und so, nur die Farbe passt natürlich zu Glurak, wäre ich jetzt nicht zwingend gleich drauf gekommen. Natürlich, Pet Out of Control ist auch interessant, weil Glurak ja oft eben außer Kontrolle geraten ist in der Pokémon-Serie, weil er eben so ein starkes Pokémon ist und Ash das den nicht mal unter Kontrolle haben konnte. Im Spiel ist es natürlich immer gesagt, dass du gewisse Orden brauchst, damit du auch stärkere Pokémon ab einem gewissen Level kontrollieren kannst. Aber Pet Dex Entry 006 ist natürlich klar, dass das dann Glurak ist, weil Glurak ist der 6. Eintrag im Pokédex. Ich weiß gar nicht. Kommt erst Bisasam, also ich hätte es jetzt nicht aus dem Kopf gewusst, Bisasam oder Shigi und dann halt die 2 Erweiterungen und dann kommt Glumanda und die 2 Erweiterungen, Texto, Glurak. Es ist aber natürlich Glurak wirklich ein Pokémon. Ich glaube, jeder, der Pokémon gespielt hat, wollte unbedingt auf jeden Fall mal ein Glurak haben. Ich glaube auch diese Pokémon-Karten-Hype, der ja teilweise ausgebrochen war, da gibt es auch extrem wertvolle Karten von dem Glurak. Tangiert mich jetzt nicht, habe ich nie gemacht, aber ist schon ein sehr starkes und eindrucksvolles Pokémon, ja. Mit einem Bauch von Relaxo, okay. Aber auch Relaxo war ja jetzt nicht ganz so schwach zumindest. Ja, bei dem Drachen, da weiß ich nicht. Ich weiß, dass es mal ein Spiel gab, glaube ich, irgendwas mit Yakuza. Ich finde, dass ich habe dann mal gegoogelt, dass dieser Part heißt Yakuza Like a Dragon. Und ich finde, dass der Held da auf jeden Fall auch von der Farbe sehr gut passt. Aber ich glaube, ich habe dann mal versucht, auf YouTube was zu finden. Das hat jetzt nicht zwingenderweise mit Drachen was zu tun. Deshalb rein von der Farbe her fällt mir da noch Spyro ein, aber ich habe keine Verbindung zu Spyro, warum das mit dieser Kopfverletzung. Also da bin ich ganz ehrlich, könnt ihr mich gerne auch mal auf dem Laufenden oder aktualisieren. Da bin ich echt etwas überfragt, muss ich sagen. Ich habe auch noch keine Info halt dazu bisher gesehen. Ne? Aber egal, wir entledigen den mal die Schmerzen. Super. Waren wir John Coffey von Green Mile, haben ihn einfach die Schmerzen weggenommen. Ja, und das ist natürlich auch wieder ein Highlight, sollte eigentlich jeder kennen. If you don't get rid of her, now she could turn into a big problem. The Annoyed Mother of Dragons. Natürlich auch schön, dass wir hier nochmal Daenerys Sturmtochter dabei haben von Game of Thrones. Bin ja riesen Game of Thrones Fan, feiere auch House of Dragon, die erste Staffel, die rum ist. Und ist natürlich so, dass jetzt hier eigentlich die Drachen im Vordergrund stehen und nicht eigentlich die Figur. Na, also da könnte es vielleicht den einen oder anderen geben, der das nicht passend sieht, aber als Anlehnung nochmal, als Erinnerung natürlich an diesen Dungeon, den wir auch haben, und natürlich an die Game of Thrones Zeit, ist es sehr, sehr schön. Und ach schön, jetzt habe ich wenigstens dieses Achievement bekommen. Dragon Adept Clear Dragon's Horde in Light World. Also wieder mal Chapeau an die Designer. Super geil. Wie gesagt, die Feelings habe ich schon angesprochen, die das mit sich bringt. Okay, das Epic brauche ich jetzt nicht zwingenderweise. Aber gut. Freut sich die Toilette wieder langfristig. Habe ich wieder gar keinen Platz. Doch, das hier kann ich. Das kann ich dismanteln. Ein bisschen mehr Platz hier wieder im Inventar rein bekommen. Das kann auch weg. Und ja, ich werde das Ganze jetzt auch natürlich auch nochmal in der Schattenwelt machen müssen. Ich denke, da habe ich noch keinen Dungeon Key, oder? Dragon's Horde. Reach Level 320. Das haben wir doch schon geschafft. Dann holen wir uns den jetzt mal her.
Ja, also die Häufigkeit, diese Schlüssel zu finden, ist relativ hoch. Bedeutet natürlich auch, wenn man dann neue Server spielt und die Level erreicht, dass man dann, wenn man Gems unbedingt farmen will, aufpassen muss. Also gerade in der Light World mit 210, dann muss man ja einige Gems überspringen und erstmal die ganzen Schlüssel finden, damit man dann neue Gems finden kann. Das muss man dann einkalkulieren. Ich will mal wissen, was die hier geben. 100 Millionen XP. Na, das ist natürlich schon ein bisschen interessanter. Die Epics werden wir allesamt nicht brauchen. Kann die gar nicht alle dismanteln wahrscheinlich. So. Ja, die werde ich dann einfach abstoßen. Ich meine, ich habe genug Epics. Das ist jetzt nicht das Problem. Ich will durchkommen und schauen, ob es, ja, es sollte für ein Level-Up sogar reichen. Ja, da es die Dungeons nicht gab vorher, als man mal angefangen hat zu sagen, man macht keine Dungeons mehr, habe ich kein Problem damit, auf meinem Main-Char die halt durchzuspielen, ja. Also das... Oh, 2755 Kristalle, das ist schon viel, ne? Vielleicht behalte ich mir den doch mal. Ja, der hat weniger. Schmeiß mal den weg. Der hat noch weniger. Also Metalle brauche ich nicht. Der hat auch weniger. Weg. Weg damit. Hey. Wieso? Wieso bin ich jetzt nicht mehr bei dem Dungeon gelandet? Ah, jetzt habe ich das Achievement nicht gesehen. Nein. Ich wollte es nicht wegklicken. Ups. Ja, das Achievement ist ja auch wichtig. So, wo haben wir die hier? Wo sind die hier? Die werden ja bestimmt weiter hinten irgendwo sein, oder? Der X. Hier. Oder? Nee. Habe ich noch gar nicht... Ach, bin ich noch gar nicht aufgeblättert, seitdem ich die Dinge bekomme. Hier, Dragon Adept, Chaser of Dragons. Okay, nice. Sehr gut. Sehr gut. Oh. Okay, dann haben wir ja hier auch schon den nächsten. League of Incompetence, Clear Third League of Superheroes in Light World. Superheroes, auch sehr geil. Yin Young Dojo Master, Clear Dojo of Childhood Heroes in Light World. Childhood Heroes in Light World, das könnten Figuren sein. Understander of Giants, Clear Monster Grotto in Light World. Tamer of Giants. Aha, vielleicht Giganten aus der Geschichte oder Monster, bekannte Sagen, sowas wie Minotaurus oder sowas. Interessant. Na gut, da kriegt man ja schon, da weiß man ja schon, wie die Dungeons heißen. Man weiß noch nicht, welcher Dungeon wann kommt und wie stark sie sind. Aber das habe ich ja auch schon besprochen. Also eine Menge Content auf jeden Fall oder eine Menge Sachen zu bereden. Ich finde es, wie gesagt, sehr nice. Danke an Playa Games für diese Dungeon, danke an die Designer natürlich. Ne? Sehr, sehr fesch und bin gespannt, was die nächsten Dungeons so bringen. Haut da auf jeden Fall erstmal rein, macht Tschüss. Servus, euer Basti.